Wir sind mal wieder bei der Firma Variomobil und hier steht unser neuer Vario Star. Der ist ja seit November schon fertig. Wir haben ihn bisher aber noch nicht gefahren. Und das wollen wir heute machen. Wir wollen heute eine Probefahrt machen und da nehmen wir euch mit. Herzlich willkommen zu diesem Video. Seit November 2022 ist unser Vario Star fertig und steht hier in der Ausstellung bei der Firma Variomobil. Wir haben hier mit dem Mitarbeiter Heiko Hülsmann, er ist zuständig für die gesamte Planung und Bau des Fahrzeugs bis letztendlich zur Übergabe, einen Termin vereinbart und wollen jetzt an diesem Tag eine Probefahrt machen. Es gibt ja schon 5 Videos hier auf meinem Kanal zu dem Bau dieses Fahrzeugs, dieses Vario Stars. Ich verlinke das hier nochmal, wer also das noch nicht gesehen hat oder das alles nachvollziehen möchte, kann das denn damit tun. Wir werden dieses Fahrzeug nach der Messe in Düsseldorf übernehmen. Das heißt, es wird voraussichtlich der 12. September 2023 sein, wenn wir das Fahrzeug abholen hier. Das Fahrzeug bzw. das Fahrgestell ist ja inzwischen mehr als ein Jahr hier bei Vario mit Bauzeit und Ausstellungszeit. So wurde jetzt nochmal ein Wartungsdienst durchgeführt. Das heißt, alle Öle wurden gewechselt, Motoröl, Getriebeöl, Hinterachsöl. Und weitere Details wurden durchgeschaut. Das Fahrzeug hat inzwischen 544 Kilometer auf dem Tacho. Das sind in erster Linie Fahrten, die dieses Unternehmen durchgeführt hat, Probefahrten und Überführungsfahrten. Man konnte vorhin kurz im Bild sehen, einen Durchschnittsverbrauch von 22 Litern. Das passt natürlich nicht. Das hängt damit zusammen, dass das Fahrzeug hier nur auf dem Gelände in erster Linie gefahren wurde, also sehr kurze Strecken. Und dann kommen solche Verbrauchsergebnisse zustande. Die Feststellbremse löst automatisch, wenn du den Gang eingelegt hast, beziehungsweise wenn du dann Gas gibst. Das ist ja eine elektronische Bremse, also eine elektronische Betätigung, so muss man sagen. Und die, wie gesagt, löst dann automatisch. Eigentlich ganz praktisch. Unser neuer Vario hat ähnliche Maße wie der alte. Er ist 8,25 Meter lang, der neue, 3,40 Meter hoch und 2,35 Meter breit. Ja, man merkt schon, er läuft ganz anders als unser alter. Naja, wie gesagt, hier liegen ja auch ein paar Jährchen dazwischen. Ja. Und die Generation der automatisierten Schaltgetriebe hat sich eben auch weiterentwickelt. Ne? Ja. Und wir haben jetzt noch recht wenig Kilometer auf dem Auto. Natürlich ein paar Probefahrten von mir oder so. Aber das wird alles auch noch richtig geläufig und gängig, wenn der erstmal ein paar Kilometer hat. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Richtig. Kennen wir schon von dem anderen her, das Ganze. Ja. So, wollen wir umsteigen? Hartmut, möchtest du fahren? Ja, jetzt könnte ich auch mal fahren. Und hier schließt der. Da muss ich öffnen und dann herziehen, zu mir herziehen. So habe ich das lieber. Genau. So sitze ich lieber. Und dann unten wieder drücken, um den Ach, das muss wieder... Ah ja, das ist ja alles modern. Du. Und den Sitz hätte ich ganz etwas... Kann man den weiter nach hinten stellen? Ja. Ich muss erstmal mich so jetzt kannst du ja auch noch die Sitzkissen hier. Ja, nur die einzeln, Sitzkissen das, genau. Das genau. weiß ich aber nicht, ob du das möchtest. Jetzt muss ich ja erstmal mit den Spiegeln mich ein bisschen vertraut machen. Also gut, da habe ich den Weitwinkel, oben habe ich die normalen. Ne? Ja. Genau. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal etwas ungewohnt, wenn man jetzt das so sieht. Ja, auf neutral. Ach so, da musst du in die Mitte drücken. Da musst du in die Mitte drücken. Und hier kannst du wählen zwischen Automatik und manuell. Aha. Zeigt er dann dort auch an. Kann ich während der Fahrt auch umschalten von Automatik auf manuell? Ja. 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 Du kannst auch während der Fahrt einfach im Automatikmodus die Gänge wechseln. Ohne Ach so, ohne, da ist sie, genau, das manuell kann ich beim jetzigen nämlich, glaube ich, nicht. Und die Feststellbremse löst er jetzt automatisch. Du siehst an dem gelben Licht, die ist angezogen, ist fest. Ach so. Aber wenn du gleich Gas gibst, leicht, dann löst er die automatisch. Du kannst die natürlich auch selber lösen. Ach so. Aha. Indem du die vordrückst. Ja. Aber wenn die fest ist und sobald du ich gleich Gas gibst, löst er die. Löst er die. Hat das Auto auch Gurte? Ja, tatsächlich. Da, direkt am tatsächlich. Sitz. Ist auch etwas anders als beim alten. Tatsächlich. Ja. Jetzt hat er schon geschaltet, hast du gemerkt? Schön, ja, sauber. Das ist schon ein ganz anderes Fahren.
Rita, was sagst du? Ich bin sprachlos. Aber hörst du auch die Motorgeräusche, sind ja ganz angenehm. Ja, ganz anders. Natürlich hört man ihn noch, aber das ist ja, Ja. ein Ja. angenehmes Geräusch. Richtig. Und der ist ja jetzt noch kalt, Ja. er ist noch nicht eingefahren Nee. und das wird alles noch ein bisschen gängiger, je mehr Kilometer der kriegt. Jetzt hast du wie viele Jahre in dem anderen gesessen? Wie viele Kilometer hast du gefahren? 320.000 und das ist 17 Jahre lang, ja. So, und jetzt sitzt du auf einmal in dem neuen Auto. Ja, richtig. Von jetzt auf gleich. Hm? Ja. Ja, das, wie gesagt, mit den Spiegeln, das ist natürlich erst noch, muss man sich erst ein bisschen orientieren und Das ist so, auch weil die Position natürlich eine andere ist. ja. Kann ich da irgendwas einstellen? Nee. Ich muss das Nein, so du lassen. du kannst da so nichts einstellen. Meiner Meinung nach brauchst du da auch nichts einstellen. Also man kann da eine Oh je. Grundeinstellung vornehmen natürlich, aber Ja. das ist eigentlich nicht erforderlich. Nee, okay. Du merkst ja schon, dass der relativ schön schaltet. Allein die Lenkung ist ja schon, also Wie leicht wie leicht die geht. Ja, Ne? ja. Ist ja PKW-artig. Ne? Rita, das wäre ein Auto für dich hier, du. Ein Frauenauto ist Ja. das, Rita. Ja, ist nicht mehr dieser LKW-ganze Geschichte. Ich noch gut, wie der Streifen so an der Seite, wie weit du rechts Ja, ich kann. bist. Ja, das sehe ich alles. Das siehst du auch ganz gut da auf dem 360-Grad-System. Ja, ja, genau, da siehst du, wie du fährst. Außerdem kannst du es hier auch noch ganz gut sehen. Und somit hast du das eigentlich ganz gut im Blick. Ne? Ja. Und du wirst sehen, dieses 360-Grad-System, da kann man sich so dran gewöhnen, nachher beim Rangieren, beim Einparken, Ja. da guckt man fast nur noch auf dieses System. Ja, Man muss das natürlich mal akzeptieren und sagen, naja, der wird mir hoffentlich alles anzeigen, was da so ist. Aber das macht er natürlich. ja, wir haben da bisher immer so gehandhabt, dass Rita, wenn es eng wird, auch rausgeht und guckt. Ja. Das werden wir auch weiter beibehalten, denn das ist mir immer noch wichtig, da auch von der menschlichen Seite her was zu hören. Das ist ja auch eine Vorschrift. Ja, richtig. Nein, aber jetzt so mit dem Spiegel sehe ich ja auch, ich sehe, dass da hinten ein LKW ist und was ist das? Das ist jetzt du warst jetzt zu weit auf der weißen Linie, Ach so, der Assistent, ja. der Spurverlasswarner. Ja, genau. Ist auch ein bisschen windig heute. Ja, Der schubst einer so ein bisschen hin und her. ja. Diesen Spurverlasswarner, den kann man auch ausschalten. Ja. Also wenn man auf einer schmalen Straße ist oder so, wo man sagt, ach, den will Hat ich er jetzt gar auch nicht. Entschuldigung, Motorbremse. Ich bin Einfach runter den Lenkstockhebel, nach unten, nach unten. Na, den hier. Einfach nach unten, ja. Nee, nach unten. Jetzt hast du runtergeschaltet. Ach so, ja. Nach unten ist. Ach so, meinst du das? So. Ja. Ja, alles gut. Mach ich beim nächsten Mal. Da zeigt er Stufe 2 an. Achso, jetzt bin ich nicht mehr im Automatikmodus. Doch. Also, Aber darunter Ja. zeigt er den Retarder oder die Motorbremse an. ja. Mit, den Stufe, Hebel- mit Stufe 1. Ah, da gibt es Stufen jetzt? Ja, 2 Stufen. Ah, so. Der geht aber auch automatisch aus, wenn du wieder anfährst. Das war mein Sitz. Jetzt ist er eingerastet. Wie du es gerade Diesen- gemacht hast, ja. Diesen Bohlen meinst du jetzt? Nach vorne zum Armaturenbrett. Ich mach's mal für dich. Ja. Dahin drücken. Ja. Dann schaltet er einen runter. Ach so. Siehst du, jetzt bist du in 5. Das ist schön. Das hatte ich bei dem anderen immer. Der schaltet manchmal zu spät zurück, Ja. wenn es bergauf geht. Und dann fängt der Diesel an zu zittern hier und ja. Jetzt hast du gesehen, jetzt geht er wieder Auf sein Normal. auf normal. Ja. Aber es kann Situationen geben, wo das einfach toll ist, dass man eben selber runterschaltet. Woher soll das Auto wissen, dass eine gewisse Passage kommt? Richtig. Der kennt nur Drehzahl, aber die Topografie kennt er nicht. Deswegen weiß er nicht, ist das jetzt unbedingt der richtige Gang. Du siehst das aber, Ja. du kannst vielleicht mal manuell eingreifen und sagen, weißt du was, Ja. jetzt ist der Gang besser. Richtig. Ich finde auch die digitale Anzeige der Geschwindigkeit finde ich sehr gut. Ja. Da siehst du durch ein kurzes Hingucken Ja, die stimmt. Geschwindigkeit. Ja, Du musst, genau. Du musst dich brauchst- nicht erst Ja. orientieren, wo ist der Zeiger, Richtig. sondern Rita, möchtest du hier vorne mal hin? Wollen wir mal tauschen? Dann kann ich doch mal filmen. Alles Also nein, ich kann das nicht, aber ich Alles würde das mal versuchen. Er schaltet auch früh. Ja. Das hängt wohl, ich weiß nicht, das lernt ja auch das Getriebe, glaube ich. Genau. Und das habe ich dem anderen anders beigebracht, dass er also ein bisschen Der passt sich, länger höher dreht dann. ja genau, der passt sich den Fahreigenschaften des Fahrers dann irgendwann an. Richtig. Und wenn der merkt, ich habe einen sportlichen Fahrer, dann macht er das dementsprechend. Ja, Und genau. dann dreht er auch die Gänge mehr aus. Aber wie gesagt, du könntest jetzt ja auch eingreifen, wobei das ist jetzt passend, und sagen, ich will mal runterschalten oder hochschalten. Ja, ja. Aber
Nein, bisher ist das so alles okay. So von der Sitzposition her ist das doch Ja. gewohnt, oder? Ja, das ist alles. Nein, das ist natürlich. Man muss sich jetzt so ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Ja. Ist wie bei jedem neuen Auto, wenn du was fährst. Und Ja, aber ich meine, wir sitzen nah an der Scheibe, Ja. man hat nach vorne eine gute ja, Übersicht. Alles Und perfekt. Das kann man nicht anders sagen. jetzt kannst du hier eben hingehen und die seitlichen eben runterziehen, Ja, ohne dass du den Spiegel außen verdeckst. ja, das ist gut. Ja, Und kannst mal sagen, ich lasse die Sonne so ein bisschen außen vor. Ne? ja. Wie schnell fahrt ihr immer so, wenn ihr... Also zwischen 90 und 100, also hier auf der Autobahn. Ne, Ja. dürfen wir, sonst dürfen wir ja nur 80 fahren. Fahren wir dann auch meistens so. Ja. Und auf der Autobahn nicht über 100 müssen wir nicht fahren, dürfen wir ja auch nicht. Und also da sind wir je nach Verkehrslage auch. Wenn ich jetzt so einen ganz langsamen LKW vor mir habe, der nur 85 fährt, da gehe ich dann schon mal vorbei. Ja. Aber viele LKWs fahren ja heute auch über 90. Ja. Da reihe ich mich dann ein. Und ja, da sind wir eher die, wie sagt man, Defensivfahrer. Ja. Naja, das ist schon, muss ich schon zugeben, das ist eine andere Hausnummer als unser jetzige. Ja. Ohne den anderen schlecht zu machen, aber ist ja einfach so. Nein, das ist eine andere Generation. Eben. Und die haben mit dem neuen TGL hier wirklich was Gutes gemacht. Den haben sie auch extrem angefasst. Ja. Und durch dieses Überarbeiten ist der wirklich, der Motor, der ist doch eine ganz andere Geschichte. Ja. So von der ja, Geräuschentwicklung ja, her. ja. Und das Getriebe ist toll geworden, Ja. die Software dazu passt. Das ist schon gut. Mhm. Rita, du wärst begeistert, wenn du mit dem Auto fahren würdest. Das ist jetzt auch so eine Situation, vielleicht hilft mir dann der Weitwinkel. Wenn ich jetzt hier gleich rauffahren will, Ja. dann kann ich, weil ich mich auch nicht mehr so gut bewegen kann, wenn mein Nacken nicht mehr so flexibel ist, kann ich dann da was, ja, da kann ich ja, das ist ja schön. Du hast ja hier ein bisschen Anlauf, also hier Ja, ja, ich Beschleunigung. sehe jetzt aber ja, ob was kommt. Das ist ja, Ja. viel besser. Bei dem normalen Spiegel kannst du das ja nicht mehr sehen, kannst das ja Ja. nicht sehen. Und das ist ja für so einen alten Menschen wie mich schon mal vom Vorteil. Und diese 360 Grad, hast du ja recht, das ist auch eine gute Geschichte. Man sieht immer so, ob man so noch in der Spur ist. Ja, wo man sich auf der Straße befindet. Ne? Muss Ja, ich mich weiter ja, ja. rechts, weiter links einordnen so ein bisschen. Ne? Ja. Ja. Mit der anderen Bedienung, da muss man sich ja tatsächlich mal auf den Sonntag mal reinsetzen Ja. und in Ruhe mal wirklich Ja. alles durchgehen. Ja. Auch hier, was hier noch alles am Lenkrad ist. Ja. Naja, wir wollten ja jetzt in erster Linie mal einen Eindruck von Fahren her haben. Dass ich mich da noch mit den Details beschäftige und das war mir von vornherein klar. Gleich müssen wir mal auf dem Hof ein bisschen rangieren. Ja, vor- und rückwärts Und wie fahren. das rückwärts geht. Genau. Ich weiß nicht, ob der rückwärts fährt. Das hatten wir noch nicht ausprobiert. Bitte denn mit 120 Metern an oder sowas? Das ist das vorausfahrende Fahrzeug. Das Ach ist jetzt so. 126 Meter entfernt. Ach so, ja, sicher. Stimmt, das ist die Geschichte hier vorne, ja. Das heißt, diese hat mir jemand erzählt, der auch so einen Fahrassistent drin hat, wenn die einen Tempomat anhaben, der bremst automatisch, der beschleunigt auch automatisch wieder, Ja. wenn der Abstand eingehalten ist. Ja. Das ist bei diesem auch so. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, nee, das ist toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht so erwartet. Nein, das Nein. freut mich ja. Ja, nein. Ich habe mir schon gedacht, dass das Gehofft, ja, aber nicht. Ja, dass es besser ist als beim alten. Ja. So, das war schon für mich klar. Aber dass es so fein fährt, nee. Da muss man ehrlich, da kann ich dir nur zustimmen, wo du sagst, dass du begeistert bist von dem. Ja, man muss natürlich immer die Verhältnismäßigkeit sehen. Ne? Wir haben ja immer noch einen LKW, Ja, dass so eine Mercedes S-Klasse oder ein 7er BMW noch anders fährt, das ist ja klar. Aber wir bewegen hier einen LKW, wir bewegen viel umbauten Raum. ja. Und 850 Newtonmeter Drehmoment wollen ja auch irgendwie bewegt werden. Ja, klar. Und nee, da macht das wirklich gut, finde ich auch. Rita, hast du das mit aufgenommen, was der Hartmut da gerade gesagt hat? Das war jetzt ein wichtig, Eine Kamera nimmt immer auf. das war jetzt ein wichtiges Statement. Ja. Das müssen wir im Kasten haben. Aber dieser ist doch nur hinten luftgefedert, ne? Ja. Ja. Aber der macht auch bei den Schwellen ja irgendwie kein Theater, ne?
Nee, das ist das Schöne, dass wenn das Auto von der Gewichtsverteilung her optimal ist, wenn die Vorderachse vernünftig ausgelastet ist und die Hinterachse vernünftig ausgelastet ist, dann ist das mit einer Stahlfeder vorne tipptopp. Ja. Es ist sogar so, dass es mit einer Luftfeder vorne teilweise ein bisschen bockelig ist. Teilweise haben wir die MAN TGLs ausgeliefert mit Luftfeder vorne, weil der ein oder andere Kunde das Auto absenken musste, um in die flache Garage reinzukommen. Dann kannst du nur mit Luftfederung arbeiten, damit er möglichst weit runterkommt. Ja. Vom Fahrverhalten her sage ich immer, nicht machen, komfortabler, wenn die Gewichtsverteilung passt, ist immer eine Blattfeder vorne. Aha. Oh, Siehst du, da warst du wieder über den weißen Streifen. Ich denke, mein Handy klingelt, aber ja. Gewöhnt man sich auch dran, wenn man das... Ist aber ein angenehmes Geräusch. Ja, nee, kein Problem. Gibt es auch noch unangenehmer. Und wir haben das in unserem einen PKW und der ruckelt aber auch an der Lenkung. Das habe ich jetzt hier im Moment noch nicht festgestellt. Hier habe ich nur das Geräusch gehört. Dann macht der auch einen Lenkeingriff bei dir eventuell. Ja. Dies ist ja nur ein Spurverlass-Warner. Ah ja. Kein aktiver Spurhalteassistent, der dann eingreift. Ah ja. Es ist nur ein Warner. Mhm. Ja, auch wenn ich mit dem über diese Schwelle fahre. Ganz anders. Jetzt musst du gleich mal neben unseren parken. Und dann machen wir ja die nebeneinander. Ach so, ja. Ja, genau, rückwärts einparken. Die wollen wir Ich nebeneinander. mach gleich raus. Ja. Willst du erst, wie ich da einparke? Ja, ich will das du. Nee, das freut mich ja, dass du das Das ist angetan bist. angenehm überrascht bin ich da. Das ist wirklich... Dann jetzt wieder an, R1, ne? Ja. Muss ich jetzt mal gucken, wo ich mal. Ach, da sehe ich jetzt meinen. Das ist jetzt noch ein bisschen mit dem Spiegel. Da muss man aufpassen. Ich soll nicht daran fahren, sagt sie. Ups. Jetzt sieht das aus. So. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich das Auto. Ich habe immer Angst, ich fahre dagegen. Nee. Die Kamera täuscht so ein bisschen. Nee, aber du hast ja oben Abstand. Deutlich. Ja, genau. Das siehst du ja. Macht dieser noch genauso wie der andere, ne? Dass du falsch ein. Nein, wenn du so drehst und so, das weiß ich immer nicht, das sagst du Spiegel. aber dein Auto Du musst so zeigen oder so zeigen. Dein Auto steht hier, das siehst du ja wohl. Ja, so ist das. Du erlebst das jetzt mal mit. Heiko, wie das bei uns zugeht. So. Wie das bei uns zugeht. Stopp. Du bist jetzt hinten an der Rasenkante. Ja, siehst du? ich sehe das. Ja. Das siehst du auf dem 360-Grad-System sehr gut. Ja, das stimmt. Das Also du könntest da jetzt mit dem Heck ein Stück drüber fahren. Ja. Kein Problem. Nein, das sind aber so Dinge, da musst du, das siehst du ja hier einmal Ja. und du siehst da ja auch gut. Also Ja. die Auswahl hat man ja hier genug. Das ist das. Ja, Nein, das ist auch perfekt. auf der Weitsichtkamera siehst du ja, wie nah du jetzt dran bist. Man muss sich Da auch muss man erst- sich dran gewöhnen, das ist vollkommen klar. Ja. Und man sieht ja hier auch, dass der rote Bereich, ne, Ja. wo du dann sehr vorsichtig sein musst. Nee, alles gut. Wenn ich jetzt auf neutral gehen will. Nee, da musst du diesen drücken. Ach ja, hast du gesagt. Ja, aber es ist auch eine komische Sache. So, und wenn die Bremse macht er automatisch. Wenn du kannst sie jetzt anziehen, indem du so machst. Und wenn gelb, dann angezogen. Ja. Der wird das aber automatisch machen, wenn du jetzt ausmachst im Motor. Ah ja. Ja, Fazit dieser Probefahrt. Wir sind mehr als zufrieden. Man kann sagen, ich bin schon leicht begeistert von der Probefahrt bzw. so wie sich das Fahrzeug fährt. Eine ausführliche Einweisung zum Fahrzeug werden wir bei der Abholung erhalten. Und zwar ist das nach der Messe in Düsseldorf. Es wird voraussichtlich Anfang September sein. Jetzt wird Ende August unser Variomobil auf der Messe zu sehen sein. Wir werden auch auf der Messe sein. Wir werden vom 28. Montag, späten Nachmittag bis Mittwochabend auf der Messe, auf dem Messegelände sein. Beziehungsweise so lange haben wir einen Parkplatz bekommen. Vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit, einen Tag zu verlängern. Dann sind wir an dem Donnerstag, dem 31. auch noch auf der Messe. Das war's mal wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.